Heute bauen wir einen schönen Rahmen. Hallo meine Lieben, ich habe ein Bild für einen Kollegen gemalt und dafür bauen wir nun einen Rahmen. Es gibt den gleichen Rahmen auch noch als 3D-Druckdatei zum Downloaden, bleibt also auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Als Material nehme ich ein Reststück Buchenleimholz. Die Pläne findet ihr als kostenlosen Download auf meiner Webseite. Als erstes schneiden wir wie immer alles auf Maß zurecht. Lasst die Teile jedoch etwas länger als benötigt, da wir noch 45 Grad sägen müssen. Als erstes säge ich 4 Stückchen von 25 x 30 mm zu. 2 davon in einer Länge von 280 und 2 von 220 mm. Ich säge das Holz so zurecht, dass ich alle 4 Seiten einmal gesägt habe. Damit entferne ich auch alle bereits behandelten Oberflächen des Holzes. Danach stelle ich das Sägeblatt auf 15 mm Schnitttiefe ein. Zu diesem Tool wird es demnächst auch noch ein neues Video geben, in dem ich mehrere Versionen davon vorstelle. Zuerst mache ich diesen Schnitt auf der kurzen Seite. Dann drehe ich die Stücke um und mache diesen Schnitt auf der anderen Seite. Nun kommt der kleine Abstandshalter. So sollte das Ganze bis jetzt aussehen. Als nächstes mache ich mir kleine Markierungen, damit ich nachher nicht versehentlich die falsche Richtung säge. Jetzt erst zeichne ich die finale Länge und den Winkel an. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst bitte auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Die zweite Seite geht schwieriger auszurichten. Hier taste ich mich einfach an das finale Maß heran. Die Originalanlage für die Winkelschnitte hinterlässt leider immer etwas Farbe auf dem Holz. Ansonsten bräuchte man es bei einem vernünftigen Sägeblatt auch nicht schleifen. Diese kleinen Leimhilfen verlinke ich euch auch zum Downloaden und Ausdrucken. Ihr findet diese und alle meine 3D-Dateien auf meiner Homepage oder meinem Printables-Profil.
Dann kommt wie fast immer mein Lieblingsöl drauf. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Um das Bild im Rahmen zu befestigen, verwende ich dieses Lochband. Im 3D gedruckten Rahmen habe ich schon einige Löcher vorgesehen. Hier muss nichts extra gebohrt werden. Der 3D-Rahmen ist komplett druckbar. Sollte dieser nicht auf euer Druckblatt passen, dann versucht es mal diagonal. Wenn euer Drucker richtig kalibriert ist, dann sollten diese kleinen Nupsis so stramm reingehen, dass man sie nicht mehr im Guten auseinander bekommt. Der gedruckte Rahmen hat außerdem geriffelte Langlöcher, um das Bild optimal auszurichten. Ja, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Auch ein Like und fleißig kommentieren hilft mir sehr. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen oder Ausdrucken und bis zum nächsten Mal.